So, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächstes Video, richtig geiles Video. Das ist nämlich der Mercedes 600 Landlaut von Sunstar. Dazu habe ich auch eine Geschichte zu diesem Modell, nicht zu diesem Auto jetzt hier allgemein, sondern da war ich noch Schüler, glaube ich sogar noch, also gute 20 Jahre her. Ja, echt? Nee, nicht 20, Moment, da war ich 18. Oh, scheiße, ja doch, 22 Jahre her sogar, ne. Ja, so mit 18, 19 rum. Da war ich mit meiner Schulklasse damals auf der Essener Autoshow und da hat ein Händler den hier voll verramscht. Ne? Da gab es den Landlaut in 3 verschiedenen Farben, in Weiß, in Gold und Silber, glaube ich noch. Und den Pullman, also den geschlossenen hinten. Der hat ja richtig verramscht, ich glaube für 30 Euro das Stück oder irgendwie sowas. War irgendwie sowas, auf jeden Fall super billig. Und dooferweise bin ich mit der S-Bahn und meiner Schulklasse dahin gefahren. Aber Gott sei Dank war ich beliebt in der Klasse. Und ja, ich habe da zugeschlagen. Ich habe um die 10, 12 Modelle gekauft. Ne? Also ich habe richtig mein Sparschwein geplündert quasi. Und meine Klasskameraden mussten mir dann damals halt helfen mit dem Schleppen. Jetzt sieht das ganz anders aus. Dieses Modell, wenn ihr den neu und original verpackt bekommt in der Neuauflage, es gibt aktuell eine Neuauflage, da bezahlt ihr so im Schnitt um die 120, 140 Euro, auch manchmal 100 Euro, aber Tendenz eher fallend, weil es gibt eigentlich noch verdammt viele auf dem Markt. Selten ist er nicht, auch wenn das einige behaupten, selten ist er definitiv nicht. Er ist jetzt hier auf den Schrott bekommen, weil hier einmal ein Stück der Stoßstange abgefallen ist, ein Spiegel fehlt, die Antennendinger, hier die Fahnenhalter fehlen, hier vorne die. Stern fehlt. Und wie immer ausgeleierte Türen. Das ist ja auch so ein Standardproblem bei diesem Modell. Hier auch ausgeleiert. Schade eigentlich. So schönes Modell. Man kann Motorhaube öffnen, Türen vorne, Türen hinten. Kofferraumdeckel geht leider nicht auf. Ja, preislich so gebrauchte Modelle gehen so, ja, je nachdem wie man Glück halt hat auch, ne? Manchmal kriegt man die Biester richtig billig. Oh, hier wurde schon mal geklebt. Und manchmal hat man auch die A-Karte und muss man richtig blechen. Oh, hier wurde aber viel geklebt. B-Ware. Und also im Schnitt gehen so zwischen 30 und 100 Euro weg. Die Pullmans sind ein bisschen beliebter wie die Landlaut. Landlaut ist halt dieses halbe Cabrio. Und Pullman ist halt die Stretch-Limo halt, ne? die man so kennt und liebt. Und frühere Staatslimousinen halt. So, also das ist jetzt ein Landlaut. Mein Gott, blöde Kamera, ne? Umwerfend heute wieder. Umwerfend. Und ja, die Pullmänner sind definitiv beliebter. Die Stoßstangen-Auspuff hinten ist auch lose. Auspuff hinten defekt. Hier fehlt der Endtopf. Das Endstück. So. Also nicht ohne Grund hier auf dem Schrott gelandet. Und er sieht auch ziemlich auch cool. Die Stoßstange hinten ist auch schon mehrfach geklebt worden. Ist über Sekundenkleber. Ja, schönes Modell. Schön groß auch. Ne? Man braucht definitiv Platz in der Vitrine. Teile sind sehr gefragt von dem hier. Auch vom Pullman und von dem Landlaut, egal welcher. Teile sind alle gefragt. Ja, Achsaufhängung vorne ist auch bestimmt. Aber auch schön, dass sie hier die Farben übernommen haben. Von außen. Das finde ich cool von Mercedes. Machen sie heute nicht mehr. Da sitzt aber fest die Schrauben, ey. Das war jetzt gerade die Schraube, die den Motor festhält. So. Oh, der hat schon ein bisschen Wasserschaden abbekommen. Die Schraube hier drin, ist rostig. Schon mal ein Indiz, dass das schon mal entweder in der Spülmaschine war oder in einem feuchten Keller.
Eine Seitenverkleidung ist abgegangen. Keine Gurte, gut, war auch nicht zu erwarten. Kein Teppich. Das Wurzelholz ist jetzt auch nicht wirklich der Burner. Eigentlich hat Sunster sich keine Mühe gegeben bei dem Modell in den kleinen Details. Sieht alles sehr langweilig aus. Ja, der Motor ist jetzt auch nichts Spektakuläres, aber wenigstens ist es ein Block und keine Platte. Also soweit schon mal okay. Aber ich meine, ich kann mich entsinnen, dass hier eigentlich Mercedes draufsteht. Ist aber hier nicht der Fall. Ja, wenn man so in Detail geht, ist das Modell eigentlich gar nichts Besonderes, ne? Das ist eigentlich ein ziemlich billig gehaltenes Modell, finde ich. So richtig schöne Gimmicks oder Details hat er hier nicht. Hier seht ihr. So, da dran, da weg. So richtige Highlights hat er nicht. Ich glaube, die berufen sich einfach nur auf den Namen. Landlaut, Mercedes 600, ne, weißt du? Aber in Wirklichkeit hat das Modellauto eigentlich nichts drauf. Man hätte ja natürlich jetzt wie von CMC oder von Autoart her mit Teppich und Gurte und allem drum und dran machen können, ne? Aber hier ist wenigstens noch der Spiegel dran. Die Tür wird wahrscheinlich als erstes verkauft sein. Also das Zerlegen ist eigentlich relativ entspannt. Stressig oder so ist es nicht eigentlich. Man kommt an jede Schraube gut dran. Also bis jetzt eigentlich alles ganz gut. Die Rohkarossen sind nicht so gefragt. Ich weiß nicht wieso, aber verkaufen tue ich die eher selten. Es gibt zwar ab und zu mal einen Abnehmer, der baut daraus eine andere Stretch-Limousine. Also der nimmt das mittlere Stück hier, das hier raus und baut das dann halt bei anderen Autos dran. Na, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, spart man sich halt die Arbeit, ne? Man hat auch schon direkt passende Fenster dazu, das ist eigentlich supi. Ja, das Armaturenbrett sieht ganz cool aus, die Hupe sieht auch noch schön verchromt aus, der Stern ist leider ein bisschen zu tief geraten. Das sind nur Decals, also keine echten, obwohl das Radio ist schon ganz gut, aber ansonsten eigentlich alles ziemlich einfach gehalten. Ich sage das jetzt extra so, weil das Modellauto befindet sich in einer Preisklasse, wo es eigentlich besser sein müsste. Deswegen sage ich das alles so. Für ein Modellauto Ü100 Euro Neupreis muss er definitiv besser sein. Also bekannte Krankheiten sind natürlich immer die Spiegel, die Fahnenstangen, Stern. Das sind so die bekannten Standardprobleme dieses Modells. Warum die meisten dann hier auf den Schrott landen. Boah, sind die fest. Na, komm schon. So, Verdeck ist auch ab. Oh, die Scheinwischer sind ja auch noch dran, die sind auch sehr selten. Ah! Aber Gott sei Dank habe ich gesehen, wie er hingeflogen ist.
So, jetzt noch die Rücklichter, die Scheinwerfer, Seitenscheibe, Windschutzscheibe. Oh, die Antenne. Ein Scheinwerfer. Sieht man kommt eigentlich ganz gut dran, ne? Oh nein. Hier wurde schon mal rumgebastelt. Das Rücklicht ist defekt. Ja, eine kleine Bastelbude hier, das Modell, ha? Jo, Dremel, mein Freund. Mein Freund, der Dremel, der Kamerahasser. Der haut nämlich auch gerne die Kameras um. Leider gibt es ja kein Bluetooth. Dremel. So, jetzt müsste die Windschutzscheibe rausgehen. So. Oh nein! Ah, geht doch. So, das waren die Seitenscheiben. Und das Modellauto wurde erfolgreich zerlegt. Ein paar negative Überraschungen hat das Modellauto schon gebracht. Und die Antenne kriege ich nicht raus. Naja. Negative Überraschung Nummer 1 war ja natürlich, dass die Stoßstangen hinten geklebt wurden. Das war natürlich nicht so doll. So, jetzt noch das Nummernschild. Das beliebteste Teil an dieses Modellauto. So. Perfekt. Also preislich versucht ihn so günstig wie möglich zu bekommen. Ganz ehrlich, 120, 150 Euro oder 100 Euro ist too much für dieses Modell. Die Qualität kommt einfach nicht rüber. Gut, die Alternative ist CMC, kostet knappe 800, 900 Euro. AutoArt kostet genauso viel. Also eigentlich habt ihr keine andere Wahl, als dieses billige Variantending zu nehmen. Autokult hat ja auch eine Pullman rausgebracht und der ist aber auch nichts Besonderes. Und kostet genauso viel. Ja, man muss den hier halt aufwerten, ne? So, das war's. Es kommen noch 2 Modelle und dann Wochenende. Ciao, Freunde.